Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zur Folge Nummer 11 oder 12 von Sei Kritisch. Heute mit einer Thematik, über die sich wirklich wenige Leute jemals Gedanken gemacht haben. Und zwar, warum musste die englische Sprache die Weltsprache werden? Oder warum hat man sich so viel Mühe gegeben, die englische Sprache zur Weltsprache zu machen? Und warum gerade Englisch? Was ist die besondere Auffälligkeit in der englischen Sprache? Und das alles heute in diesem Video. Bevor wir aber anfangen mit der englischen Sprache, muss noch über eine andere Sprache gesprochen werden. Und zwar ist es die hebräische, weil in meinem Verständnis sind, glaube ich, Hebräisch und Englisch die einzigen zwei Sprachen, die wirklich eine Besonderheit innehaben. Und zwar ist es einmal bei Hebräisch. Wir haben natürlich einmal bei Hebräisch natürlich diese Schrift, ne? Ich nenne das immer Keilschrift, so Hieroglyphen-mäßig. Wir haben einmal die Wörter, also die Schrift. In der Schrift, also während man Hebräisch spricht, passiert aber gleichzeitig etwas sehr Besonderes. Und zwar rechnet man gleichzeitig. Das ganze System nennt sich Gematria und Gematria ist eigentlich, ich spreche und rechne dabei, würde ich sagen. Das ganze Beispiel mache ich gleich in einem Video. Das ist von einem Filmausschnitt. Der Film heißt Pi und bei Pi gab es einen Hebräer, der hat das einem Typen in einem Café nämlich erklärt und das ist wirklich interessant. You know, Hebrew's all math. It's all numbers. You know that? Yeah, look. The ancient Jews used Hebrew as their numerical system, eh? Each letter's a number. Like the Hebrew A, Aleph, it's 1. B, Bet, it's 2. You understand? But look at this. The numbers are interrelated. Like take the Hebrew word for father. Av, Aleph, Bet. 1, 2 equals 3. All right? Hebrew word for mother, Aim, Aleph, Mem. 1, 40 equals 41. Sum of 3 and 41, 44. All right? Now, Hebrew word for child. All right? Mother, father, child. Yelad. That's 10, 30, and 4. 44. Torah is just a long string of numbers. Some say that it's a code sent to us from God. That's kind of interesting. Yeah. Interessante Sprache, oder nicht? Und jetzt überlegt euch mal, Gott hat sich den Hebräern als erstes gezeigt. Aber wir wollen uns natürlich nicht mit der hebräischen Sprache auseinandersetzen, sondern mit der englischen Sprache. Und Englisch hat auch eine sehr krasse Besonderheit. Da kommen wir gleich zu, wenn ich euch ein paar Videos zeige. Aber eins vorweg. Nein, die Wikinger und auch nein, die Druiden kamen nicht nach England und haben sich gedacht, oh mein Gott, hier ist jetzt ziemlich eng, wir nennen das Ganze England. Nein, ich glaube zu wissen, dass Englisch nicht nur von Anglosaxon oder was weiß ich, den Nachkommen von den Anglos kommt, sondern England kommt von den Engeln. Wenn wir jetzt überlegen, okay, wer sind denn die Engel? Von welchen Engeln rede ich? Ich rede definitiv von den Engeln, die gefallen sind. Denn das waren diejenigen, die das ganze System, die den Stein ins Rollen brachten, in Richtung noch mehr Sünde und noch mehr Chaos. Wenn wir nochmal zurückgucken, warum wurde die Flut auf die Menschen hinabgewälzt? Nicht nur, weil die Menschen zu der damaligen Zeit sündhaft waren und boshaft waren, nein, es ging auch darum, dass die gefallenen Engel auf die Erde gekommen sind und sich die Frauen der Menschen genommen haben und daraus sind Nephilim geworden, also Halbgötter. Und diese Halbgötter haben ziemlich viel Kacke gebaut auf der Erde. Und ich denke, das war auch irgendwo der Grund, okay, wir müssen die alle auslöschen. Verpisst ihr euch. So, und dann kam die Flut und hat ungefähr 90% der gesamten Menschheit ausgelöscht. Mit der Hoffnung, dass auch diese Nephilim ausgelöscht wurden. Aber das glaube ich nicht, weil irgendwann haben sich die Menschen ja auch wieder getroffen und sich wieder als Einheit geführt. Und dann haben die angefangen, nämlich zu versuchen, nochmal mit den Göttern zu sprechen wahrscheinlich, deswegen haben die den Turm zu Babel gebaut oder den Turm von Babel gebaut. Ein ganz hoher Turm, wo Menschen alle angefangen haben, die gleiche Sprache zu sprechen und Gott hat gesehen, oh mein Gott, wenn alle die gleiche Sprache sprechen, das endet immer in einem Chaos, weil die kommen auf komische Ideen und Gott hat das natürlich nicht gut gefunden und hat die dann zerstört und was hat er gemacht? Der hat alle Sprachen kaputt gemacht und die Menschen in alle Himmelsrichten verstreut, dass sie nie wieder auf die Idee kommen, indem sie sich wieder zusammenfinden, dass sie dann genau die gleiche Kacke machen wie davor. So, und ich glaube, dass darunter auch die Blutlinie der gefallenen Engel waren, weil auf so eine dumme Idee kommen Menschen zwar, aber die
die Bauarchitektur und die ganze Struktur, wie man das und das baut, dies, das ist in meinem Verständnis immer ein bisschen, ich will nicht sagen zu klug, aber da braucht man schon einen guten Dirigent, der vielleicht ein bisschen weiterdenken kann, ein bisschen übermenschliche Fähigkeiten hat, was Architektur angeht oder auch andere Dinge. Das gleiche könnte man dann auch irgendwo herausschließen, dass vielleicht auch diese Wesen an den Pyramiden beteiligt waren. Okay, gehen wir einfach mal so. Also es brauchte schlaue Intelligenz, sehr, sehr schlaue Intelligenz. So, und diese Menschen wurden dann in verschiedenen Himmelsrichtungen verstreut und irgendwelche kamen dann irgendwann nach England. Das ist meine Auffassung. Denn England hört sich an wie Engel und wenn du Englisch sprichst, dann sprichst du Englisch. Und Englisch kommt von den gefallenen Engeln. Und welche Besonderheit haben wir, wenn wir die englische Sprache sprechen? Und zwar, was heißt auf Englisch buchstabieren? Spelling. Was macht man, wenn man bei Harry Potter zaubert? Spells. Also Zaubersprüche sind Spells. Spelling heißt buchstabieren. Aber wenn du to cast a spell to someone heißt, auf jemanden einen Zauber werfen. Also englische Sprache ist Zaubern. Und das kann ich euch mit einer Besonderheit zeigen. Man spricht und man wirkt. Das ist so das Prinzip von der englischen Sprache. Und ich gebe jetzt euch auch Beispiele. So, wir gucken jetzt, was Entertainment bedeutet. Dafür mache ich mein Fenster ein bisschen klar. Oh, wer ist das denn? Mr. Schnurrbart. So, haben wir jetzt die englische Sprache. Machen wir meine Fresse auch noch dahin. Dann sieht das vielleicht ein bisschen cooler aus. Yeah. Okay, also, englische Sprache. Welche Besonderheit hat die englische Sprache? Ja, zustimmen und weiter. So, okay, Entertainment. Was heißt Entertainment? Entertainment heißt die Unterhaltung oder die Bewirtung oder das Amüsement oder Unterhaltungswert, also Vergnügen. Das bedeutet Entertainment, wenn man das zusammenschreibt. Aber was heißt denn to enter? Deswegen Silbentrennung. Was heißt to enter? Enter bedeutet eintreten. Betreten, hineingehen, eindringen. Merkt euch bitte das Wort eindringen, okay? So, teilnehmen, eintragen, buchen. So, und was heißt tain? Tain bedeutet Zinnfolie. Das Wort, was wir aber suchen, ist nicht tain, sondern taint. Entertainment. So, und taint bedeutet Makel, Fleck, Tadel, Verderben, schlecht werden, mit etwas behaftet sein. Und jetzt überlegt euch mal wieder zurück, als Katy Perry die ProSieben-Werbung gemacht hat und sie hat doch immer gesagt, we love to entertain you. Wir lieben es, euch zu verderben. Und mit was verderben sie uns? Mit Unterhaltungsmedien. Wer steuert die Unterhaltungsmedien? Die höhere Elite. Und aus welchem Grund? Damit wir unterhalten werden. Damit wir nicht merken, damit wir nicht irgendwann aus unseren Gefängnissen, mentalen Gefängnissen ausbrechen wollen, braucht es an sehr, sehr viel Unterhaltung. Aber jeder Mensch hat eine Schwäche an Unterhaltung. Manche lieben Porno, manche lieben Alkohol, manche lieben Filme und Serien, manche lieben die mystischen Sachen und manche lieben einfach auf TikTok zu scrollen und irgendwelche dumme Menschen dabei anzugucken, wie die Kinder stillen. Weißt du, was ich meine? Und das gibt es ja auch mittlerweile auf TikTok, wo Mütter mit dicken Titten ihre Kinder stillen und kein Mensch weiß, warum man Nippel sieht, aber es ist erlaubt. Das ist auch gleichzeitig, warum diese ganzen Fußballer und Schauspieler und die ganzen, egal was wir uns angucken, warum werden die denn so gut gezahlt? Weil sie etwas tun, was den Menschen verdirbt. Und das ist, den Menschen zu unterhalten. Zweites Wort ist Regierung. Was heißt Regierung? Government, richtig? Was heißt Government? Ich glaube, ich habe das falsch geschrieben, aber egal. Government. Government heißt Regierung, Führung, Leitung, Obrigkeit, der Staat, die Staatsgewalt, Direktion, die Staatsregierung heißt Government. Wieder zwei Wörter auseinandernehmen. To govern bedeutet zu regieren. Über jemanden etwas herrschen. Regeln, regieren. Maßgeblich sein. Leiten, verwalten, lenken, regulieren, beeinflussen. Okay. Welches Wort benutzen wir hier oder behalten wir hier? Beherrschen, beeinflussen und regulieren und lenken, okay?
Regieren können wir auch. Wir können alle Wörter benutzen. Was macht man bei Government? Man fügt ein ment hinzu. Ment aber gibt's nicht. Von welchem Wort leitet man ment ab? Mental. Was heißt mental? Seelisch, geistig, psychisch, mental, übergeschnappt. Das Kind betreffend, verstandesmäßig, mental gesund. Also wir reden hier vom Geist, von der Seele. So, was heißt dann Government? Government bedeutet im wahrsten Sinne des Wortes die Obrigkeit, die Leitung, die uns mental regiert, die uns seelisch regiert, nicht körperlich regiert. Die regieren nicht über uns körperlich, was wir tun sollen. Die regieren, was wir denken sollen, was wir fühlen sollen, wie weit wir geistig sein sollen. Die lenken unser ganzes Bewusstsein. Das ist Government. Und deswegen ist das die höchste Instanz in jedem demokratischen Land. Gibt es eine Regierung und die Regierung weiß ja auch immer, was gut für uns ist und deswegen holen die auch Karl Lauterbach und andere Gesundheitsminister und pumpen uns rein mit diesen, ihr wisst, was ich meine, über was wir reden. Und dann heißt es 4 Jahre später, 5 Jahre später, oh, wir wussten nicht, dass es die und die Nebenwirkungen gab. Es tut uns leid, aber was machen wir? Wir wurden vergiftet. So, weiteres Wort haben wir Information, leichtestes Wort. So, Information, die Information, die Auskunft, die Informationen, der Aufschluss, die Daten, der Hinweis, die Benachrichtigung. So, Information wird aus 2 Wörtern geschrieben, und zwar in und form. In bedeutet hinein, herein, in, her, also made in und so, das ist schon ganz woanders, aber eingeschaltet. Hinein, herein, das betrifft das schon ganz gut, so hinein, herein. So, und Form, die Form, das Formular, die Gestalt, der Vordruck, die Form, das Formblatt, die Ausgestaltung, das Profil, die Art. Oh, wir haben ja hier extrem viel. Aber was wir suchen, ist ja das Verb. To form, bilden, errichten, entstehen, formen, gestalten, gründen, ausbilden, ausgestalten, einschalten, ausprägen, herausbilden. Was machen die mit, wenn sie uns Informationen geben? Sie tun uns in eine Form rein. Sie wollen das, was die uns vermitteilen, in uns reinpressen, dass wir deren Nachrichten annehmen oder deren Geschichte annehmen. Wisst ihr, was ich meine? Das machen die mit uns. Das bedeutet in Form bringen, Information, jemanden in eine vorbestimmte Form hineinbringen. Und das ist nichts Positives, wenn sie uns informieren. Denn das, was sie uns erzählen in den Nachrichten, sind immer nur die Sachen, die wir wissen sollen. Das war's, nicht mehr. Recherchiert gar nicht mehr. So, und da haben wir jetzt 3 Wörter und alle 3 Wörter haben eine krasse Aussagekraft, wenn man sie auseinandersetzt oder wenn man sie auf Englisch spricht. Und das meine ich. Jedes Wort auf Englisch ist gleichzeitig eine Zauberkunst, weil wenn ich zu euch sage, ich liebe es, euch zu unterhalten, oder I love to entertain you, dann bedeutet das gleichzeitig, ich liebe es natürlich, euch zu unterhalten, aber ich liebe es euch gleichzeitig auch mit meinem Scheiß euch zu verderben. Und da bewegen wir uns gerade, oder nicht? Wer sind denn die Leute, die uns verderben wollen? Die Leute, die nicht mehr wollen, dass du selbstständig recherchierst, Dokumentation angucken über die Geschichte. Aber die Geschichte schreiben immer die Gewinner. Das dürft ihr nicht vergessen. In jeder Sache, die wir heute haben, und deswegen suchen wir jetzt das letzte Wort, und das letzte Wort ist History, okay? History bedeutet Geschichte. Geschichte, Werdegang, Hintergrund, Verlauf, Darstellung, die Entwicklung, historische Entwicklung, okay? History. So, nehmen wir das auseinander, haben wir 2 Wörter. Wir haben einmal his und wir haben einmal story. His bedeutet für sie, ihn, seinethalben, seinetwegen, seinetwillen. Derjenige, seiner, sein. Und Story brauchen wir eigentlich nicht zu googeln, aber trotzdem die Geschichte. Also müsste eigentlich, wenn wir über History reden, über Geschichte, weil Geschichte ist meistens immer Vergangenheit, wenn wir in einem Klassenraum sitzen und wir haben das Fach Geschichte, dann reden wir meistens immer über die vergangene Zeit, dann müsste es ja eigentlich heißen Past Story. Wenn wir über Geschichte reden, Geschichte, es ist passiert. Past Story ist auch passiert. Aber sie benutzen History. Und History bedeutet, wenn wir gucken, die Geschichte, das Geschoss, das Stockwerk, die Etage, der Stock, benutzen wir gleich das erste Wort, die Geschichte, dann ist es History, nicht
meine Story, nicht deine Story, nicht ihre Story. Es ist his Story. Es ist seine Geschichte. Wessen Geschichte? Wessen Geschichte bringen die uns denn bei? Die Geschichte der Sieger. Die Geschichte derer, die alles leiten auf diesem Planeten. Und die wollen ihre Geschichte, ihre Siege wollen die genauso, oder ihre Kämpfe, ihre Kriege wollen die uns so erzählen, dass wir glauben, dass die immer die Guten waren. Und wir können jetzt hier über verschiedene Weltkriege reden und auch über andere Sachen. Französische Revolution, spanische Grippe, bla bla bla. Wenn ihr alles selbst recherchiert, dann wird ihr auf einen bestimmten Nenner kommen und der bedeutet, ich glaube, das stimmt alles nicht so, wie die uns das erzählen. So, und das ist das Video und das ist die englische Sprache. Deswegen glaube ich, ist es umso wichtiger gewesen, dass man die englische Sprache als Weltsprache benutzt, weil gleichzeitig auf uns ein Zauberspruch, oder während wir die englische Sprache mitbekommen, wird auf uns eingezaubert. Und das ist nicht wie in Harry Potter, sondern das ist einfach diese Zweideutigkeit, was diese Wörter haben, weil es passiert ja irgendwas mit dir. Unser Unterbewusstsein ist viel aufmerksamer als unser Bewusstsein. Und was das alles in unserem Unterbewusstsein auslösen kann, Wörter oder bla bla bla, das will ich gar nicht wissen, aber das sehen wir bei Kindern. Falls ihr euch für dieses Thema noch mehr interessiert, werde ich euch jetzt 2 Videos einblenden. Einmal mit Jordan Maxwell, das ist der Typ, der mich auf viele Trichter gebracht hat, und einmal Lauren, heißt die so, ich muss jetzt gucken einmal, und Laurel Erica, auch ganz interessant. Seht ihr beides gleich hier. Ansonsten für das nächste Thema habe ich auch schon für das nächste Video habe ich auch schon ein Thema. Das wird auf jeden Fall das sein, was viele sich gewünscht haben. Und zwar die 13 Blutlinien, päpstlichen Blutlinien, Black Nobility. Da wird auf jeden Fall was Cooles kommen. Ansonsten freut mich das, wenn ihr mich weiterhin supportet auf TikTok und auf YouTube. Haut rein, sei kritisch und seid kritisch. You know, let me give you an example. If you had a 2-story building, Yeah. and you were going to put a lot of weight on the second floor, like printing presses or whatever, the smart thing to do is go downstairs first, get on a ladder with the building inspector. Right. Go up through the ceiling tiles and examine the floor you're going to build on. Right. And see if it's going to hold that kind of weight. Right. So what you're doing is you're standing under the floor or the foundation you're going to build on, okay? So that's where you get understanding, To because see- you're standing under. To stand under something to see if you can take the weight Or of the no, to information. see what it's sitting on, see what it's based on. So that's where we get the word understanding. To see if we can To see, you need to stand under a subject. Don't just buy the subject. Go back and read the words, where they came from, to what they get meant. under the subject to see if it has Precisely, weight. exactly. I Go see. to the library, and there's one of the best sets of books in any library is called the Oxford Dictionary of the English Language. It's a huge voluminous set. And they're large volumes, and each word that has ever been used in the English language is traced back to day one. So, what do I mean by the secret spells of the English language? Well, let me share with you what I call our premier life sentence. And it goes something like this: we awake each morning and go off during the weekdays to earn the living at various jobs and undertakings until we come to the weekend. And this seems perfectly acceptable to most people. However, more people die between 6 and 9 on a Monday morning than any other time of the week. So I do what I call a translation of the English language, and I spell that Trance, with the idea that words cast spells. So when you translate that life sentence, you remember that awake is a funeral party for the dead. Mourning is the state you're in when you attend a wake. And you would have to be in a weekdays to earn the living, since urns are for the ashes of the dead. We call our jobs undertakings. Job itself is a Hebrew word for persecuted. And what we get at the end of this perverse bargain with life is the weak end of the deal, as we become progressively weakened ourselves. And so our most prevalent greeting to each other is hello, the reverse of which is, oh, hell.
And at first, I suspected the hands of collusion entangling the language to foster illusion. And I think it's quite true that a culture's theology has a great deal to do with a word's etymology and how it evolves over time to combine incompatible meanings that may undermine the original thoughts it was meant to define. But now, I don't think it's planned, for the thing that I've found is that like concepts can gravitate toward the same sound and vibrate at the rate that our thoughts designate.